Reichenbachs Juden. Zeitreise in die Vergangenheit. ...41 Kilometer... ...540 Höhenmeter... ...eine Runde Heimatkunde... Mein Name ist Martin Schmidt und ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Wir fahren nach Reichenbach und besuchen noch einmal den Friedhof der Zwangsarbeiterkinder. In Zeiten, als die AfD die Macht ergriffen und einen Weltkrieg angerichtet hatte, war dort in Reichenbach ein Zwangsarbeiterlager eingerichtet. Bisschen Kultur schadet nichts, stimmt. Bisschen halt. Aber ich rechne ja, wie du genau weißt. Sorry, es war nicht die AfD, sondern deren Vorgänger. Da kann man rein. Das ist ein Da kann man. orthodoxer Friedhof mit sehr interessanten Grabsteinen. Vor allem die Daten muss man sich Vom Lager ist freilich nichts mehr zu sehen. 1944 bis 44, ja. Das sind ganz jung. Arbeiterkinder. Die Fläche wurde seinerzeit der Bundesstraße B10 Ja, die waren ja auch nicht eingestellt auf Kinderkriegen. Guck, da hat einer überall ein bisschen Kinderschokolade oben drauf gelegt. Interessant. Kinder, die in dieser Zeit und unter diesen Umständen auf die Welt kamen, 1 Jahr alt. hatten praktisch keine Chance. 2 Jahre alt. Das tut er im Herzen weh. Sie wurden entweder ermordet oder starben unter den furchtbaren Umständen. Sie sind beerdigt unter diesem berührenden Stückchen Erde. Der, wo die Bombulle danach geklebt hat. Ganz am Rand des ehemaligen Lagers und eingezwängt zwischen B10 und Bahnlinie. Nein, also die Geschichte habe ich nicht Ein gekannt. unscheinbares Schild weist an anderer Ich Stelle bin ja mal darauf hin. draufgekommen. Zufall. Ehemaliges Zwangsarbeiterlager. 600 russische Zwangsverschleppte. 42 bis 45. Zwischen der Vils und der Bahnlinie. 600. Wir waren bereits schon einmal an diesem Ort. Die Abonnenten lehnen sich nun wieder zurück, denn sie kennen diesen traurigen Film bereits. Und du lässt jetzt besser ein Abo da, um nicht dauernd zu den traurigen Verlierern zu gehören. Daumen hoch und lass dein Abo da.
Im Gegensatz zum nahegelegenen Jebenhausen lebten in Reichenbach nicht viele Juden. Aber der Russenfriedhof in Reichenbach ist keinesfalls vergessen. Immer wieder drängt er in die Schlagzeilen, weil er verlegt werden soll. Dem Bürgermeister erscheint die Lage offiziell nicht pietätvoll genug. Das klingt natürlich absolut plausibel und glaubwürdig. Angesichts dem nahegelegenen Industriegebiet, das diese Fläche seit Jahren beansprucht. Jedenfalls soll der Friedhof der Zwangsarbeiterkinder nun verlegt werden. Zum Gemeindefriedhof, auf dem noch andere, spätere Opfer untergebracht wurden. Das ist für uns Anlass, mal den Gemeindefriedhof aufzusuchen, um die anderen Gräber zu sehen. Und wir finden sie tatsächlich, auch mit Hilfe geschichtskundiger eingetragen. Doch dahinter. Wo? Da liegt ja. Während die Kriegsgräber aus den Weltkriegen äußerst gepflegt wirken, finden wir in einem anderen Eck auch die Gräber der restlichen Opfer. Pietät wird in diesem verwahrlosten Eck bestimmt ganz groß geschrieben. Nee. Da ist kein Schild und kein gar nichts. Und ich frage mich wirklich, wer jetzt da auf die Idee kommt, dass das da eine pietätvoller sein soll wie das Feld da unten. Weil das ist doch da Frechheit. Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht. Die wahren Beweggründe des Bürgermeisters sind jedenfalls deutlich zu erkennen. Hier gibt es übrigens noch eine bewegende Nazi-Geschichte. Im Pfarrhaus gewährte damals der evangelische Gemeindepfarrer Theodor Dipper verfolgten Juden Unterschlupf. Von dieser lebensgefährlichen Aktion weiß heute kaum noch ein Reichenbacher. Theodor Dipper wurde übrigens nach dem Krieg Dekan in Nürtingen. Nicht die Kultur schadet nichts, stimmt. Bisschen halt. Ich frage mich allerdings, wann endlich ein Umdenken stattfindet. Wann hört man endlich auf, geschichtsträchtige Orte bedingungslos dem gefräßigen Kuckucksmaul des Autoverkehrs oder der Industrie zu opfern? Wann hören gewählte Entscheidungsträger auf damit, uns immer wieder schöne Lügen zu erzählen? 1944 bis 44, ja. Das sind ganz jung. Arbeiterkinder halt. Ja, die waren ja auch nicht eingestellt auf Kinderkriegen. Die Wahrheit ist doch, dass dieser bedrückende Ort genau richtig liegt. Am Rande des Industriegebiets und mitten im Autolärm. Genau deswegen ist der Ort dort, wo er ist. Um uns zum Nachdenken zu bringen. 2 Jahre alt. Das tut er im Herzen weh. Um uns zur Wahrheit zu bringen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.